Kripa Sindhu Susampurno Sarva Sattvopukarakaha Nispriho Sarvatoho Siddhyo Sarva Vidya Visharadaha Sarvo Sangsayo Sangschetta Analasa Guru Rai. Gauriya Goshtipati, Śrīla Bhakti Siddhanta Saraswati Gosvami Thakur Prabhupada told, Goshtipati Śrīla Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada hat uns mitgeteilt, ohne dass wir wirklich das Guru-Tattva verstehen. Nachher kannst du auch nicht wirklich Bhajan anfangen. So, er wiederholt es wieder. Wenn du nicht im Guru-Tattva, wenn du nicht das Guru-Tattva verstehst, wirklich verstanden hast, dann kannst du auch nicht wirklich Bhajan anfangen, weil Guru-Tattva ist Sambandha Gyan. So wie kannst du anfangen? Es ist so wie Bhajan, was man da ausführt, aber nicht wirklich Bhajan. So wie ein Schatten von Bhajan. Das als allererstes müssen wir uns daran erinnern, Śrīla Prabhupāda sagt, wenn die realisierte Seele irgendwo hinschaut oder an irgendwas, nachher denkt er immer über das Resultat, was daraus folgt, nach. Also wenn er irgendwas sieht in der Welt. Die normalen Seelen, die versuchen immer die ganzen Objekte in der Welt sich mit denen zu vergnügen. Aber der Weise, der denkt zweimal drüber nach und was daraus für Schwierigkeiten folgen können. Also, ja. Normalerweise die Seelen in der Welt wollen alles ausnutzen und ausbeuten und einfach Vergnügen haben. Aber die Seelen, die was wirklich weise sein, die denken, wenn sie an die Objekte schauen, was wirklich dahinter ist, was werden sich für Folgen daraus erziehen. Was ist das Resultat? Also das kann Geld sein, das können Frauen sein, das kann Essen sein, ganz egal. So, die gebundene Seele hat immer Out von Ausbeutung und Ausnutzen. Das ist in der Natur von der Seele, die was in der materiellen Welt ist. Parinam-vid ist ein Ausdruck, das heißt, was du wirklich denkst. So, was ist das wirklich das Resultat? That's why sometimes I'm bound to speak this way heavily. Not out of envious attitude, I'm bound to speak. You're going to Vrindavan is one kind of enjoyment. I'm bound to speak. You're going to Himalaya was one kind of enjoyment. So das Gehen in die Berge von Himalaya oder nach Vrindavan, wenn wir dorthin gehen, nachher ist es auch für uns ein Vergnügen. Aber die Vaishnavas, was dorthin gehen, die sehen alles in Relation mit Krishna. Das Geld, das Haus, die Kinder, die Frau, alles ist in Beziehung zu Krishna zu sehen. Also den Vers, was er jetzt gesprochen hat. Sanātana Gosvāmī
compiling one book is called Hari Bhakti Vilas. Actually, it was originally Karika. We say short form. Sanatana Gosvami hat das Hari Bhakti Vilas zusammengefasst. Das war von den Notizen von Bhakti Gopal Bhatta Gosvami. Und Sanatana Gosvami hat das dann erweitert. Und wir haben in der Schrift wirklich, kriegen wir alle Antworten von der Ausführung von Bharatan. Und wie man wirklich jetzt die Regeln und Regulierungen folgen soll. Wann eine Kadas ist, da gibt es auch verschiedene Wege, das zu sehen. So manche haben ein verschiedenes Datum. Sarva Samsaya Samschet, also Tattva wird gut, er kann alle Zweifel beseitigen. Alle Probleme, die kann der aus dem Weg schaffen. So Tattva wird Guru. Śrīla Prabhupāda sagt, mein Guru Padapatma, der ist nicht so gelehrt, sieht man äußerlich, aber glauben wir oder glauben wir nicht, er kann alle Probleme lösen in der Welt und alle 14 Planetensysteme. Ganz einfach kann er die lösen. As per Vaishnava Siddhanta, when some Tattva is speaking flawlessly, you must understand flawlessly mean according to Bhagavad Tattva Vijana, the solution is perfect. If you can say. Kripa Sindhu zusammen. Actually, without Guru Vaishnava, so dieser Ozean der Barmherzigkeit. Im Chaitanya Charitamrita ist auch geschrieben, Krishna Bhakta Janma Mula Hoise Sadhusanga. Also die Wurzel von Krishna Bhakti ist Sadhusanga, die Gemeinschaft mit Devotees. Und nachdem du in der Gemeinschaft bist von den Sadhus und höher mehr Realisierungen dann kriegst, steigt dann in Bhav Bhakti, Prem Bhakti. Also aber auch auf den höheren Stufen ist Sadhusanga, die Gemeinschaft mit Sadhus, immer noch das Wichtigste. Und so, das ist nicht nur eine trockene Philosophie der Welt, Sadhusanga, Sadhusanga, Sarvasiddhi Hoy, Lavamatra, Sadhusanga, Sarvasiddhi Hoy. Also, das ist nicht eine trockene Philosophie, das ist Wirklichkeit. Das heißt, Sekunde mit einem Sadhu kannst du alles erreichen. Nur von einer Sekunde Gemeinschaft. Krishna Bhakti Janma Mula Hoy Sadhusanga. Im Chaitanya Charitamrita sagt schon At-Sat Sangha Tyage Vaishnava Cha. Also die Asat, die falsche Gemeinschaft, die muss man aufgeben, wenn man dem Pfad von Bhakti folgen will. Now, asatsanga, what is satsanga, is quite impossible to understand. Also Asatsanga und Satsanga ist ganz schwierig zum Verstehen, ist ganz enge. Same thing, same way. Your mood is little different. Your activity is bhakti,
Also die Aktivität von Bhakti und was ist nicht Bhakti, das kann zwar extern jetzt gleich ausschauen, aber im Innerlichen ist es verschieden. So ist eine ganz feine Auffassung. Then what to do, how we can understand? What is the yardstick, how we can understand we are going ahead in bhajan? Well, there is one barometer. So, was ist jetzt der Barometer, um das zu messen, ob du wirklich voranschreitest in Bhakti? First point is that if you are day by day growing tremendous love for Guru Vaishnava, So, wenn du täglich und täglich immer mehr Liebe kriegst für Guru und Vaishnava, believe Vaishnava Vishwas Vidhi Hope Khane Khane. Bhaktivinoda Ṭhākura requesting to Supreme Lord, Prabhu, every fraction of second I like to increase my belief. so Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, der spricht da davon, dass er jede Sekunde seine Liebe für Guru und Vaishnava erhöhen, erweitern will. Er will nichts anderes. Er kann rauf und runter gehen in alle Planeten. Das ist durch sein eigenes Karma, hat er das so verursacht. Aber er will nur eins, immer mit der Gemeinschaft von Sadhus sein. Also ganz egal, ob er jetzt die Geburt nimmt als Insekt oder irgendwas anderes. Er will immer in der Gemeinschaft sein, wo er Bhakti kriegen kann. So Srimad Bhagavatam ist auch ganz, ganz schwer zum Verstehen. Also das kann Leben dauern. Und da braucht man wirklich die Barmherzigkeit von die Vaishnavas und von Krishna selber. So Vritasura hat er wirklich Apparat begangen. Ist es Apparat oder nicht? So Vritasura, der war ein Dämon. Obwohl er außerhalb war ein Dämon, aber innen drinnen sein Herz war voll mit Bhakti. So wie ist das möglich? Also wenn Vritasura wirklich ein Apparat begangen hat, an die Lotusfüße zu Shiva, so wie ist es dann möglich, dass Bhakti nicht weniger geworden ist. So, es schaut gleich so aus wie Bhakti. Main thing is that Aparat can take you down and down, cover your consciousness. But Vitasur, he is exhibiting demonic power, but his consciousness is not going down. On the contrary, he is giving nice lecture in front of Indra in battlefield. Whereas if you feel any problem, well, I cannot stay here, I can go ahead. He can speak this way. But Vitasur in front of Indra, battlefield, was already cutted. Blood come now, not speaking. Bhagavad Tattva Vigyan. Indra born man. So Indra, der hat nämlich so gute Anweisungen, oder Vritasura hat so schöne Anweisungen auf dem Bhakti-Pfad gegeben zu Indra. Und Indra hat das nicht verstehen können. Wie ist das möglich, dass ein Dämon sowas jetzt verstehen kann und solche Aussagen dann machen kann? So Bhakti ist das Wichtigste. Ohne Bhakti kannst du nicht leben. Bhakti ist Nektar. Asat Sangat Yagi Vaishnava Cha. So, das ist zum Realisieren Tag für Tag. Was er uns sagt, das kann man nicht einfach so schnell verstehen alles.
So, wenn dein Bewusstsein auf und höher und höher steigt, nachher bist du wirklich in Satsanga. Und wenn dein Bewusstsein niedriger wird, nachher kann man verstehen, dass du in Asat, also in materieller Gemeinschaft bist. Aber wenn du wirklich täglich für täglich mehr Realisationen hast, nachher hast ein grünes Signal, du gehst weiter, machst Fortschritt. Asatsanga-Tyaga Vaishnavacāra. Okay, I already am successful to avoid asatsanga in my life. So what? Suppose I am successful to avoid asatsanga. Then what? For what speaking? Suppose you are successful to avoid asatsanga. Then what is your target? So, wenn du jetzt die Asat, also die materielle Gemeinschaft aufgeben hast und in die Sat-Sanga jetzt kommst, dann musst du auch wieder aufpassen, weil wenn du jetzt nicht wirklich in der richtigen Sat-Sanga bist, nachher kann es möglich sein, dass du ein Unpersönlichkeitsphilosoph von amnāya-vāṇī wärst. Then again danger. Again danger. So, asatsanga time as satsanga and taking satsanga simultaneously you have to do. Not that 1 year before I leave asatsanga, now I am going to satsanga, not that. Simultaneously. Asatsanga tag means if you are interested with Guru Vaishnava, also Asatsanga-Tyag bedeutet, dass du eben ein Interesse in Guru und Vaishnava hast. Die Mayavadis, die sagen uns auch, dass sie mehr entsagt sein als wie die Vaishnavas. Also ein Mayavadi kann so sprechen mit dir. Er kann uns ein Beispiel geben, Guru-Kṛṣṇadāsa Kaviraja Maharaj. Bhakti Parashanubhav. Bhakti Parashanubhav Viraktir Annatra. Annatra means other than issue related to Krishna. Krishna and related matter, I have interest. Other than that, no interest, detachment. So, Śrīla Guru-Kṛṣṇadāsa Kaviraja Maharaj developing 100% perfect detachment like Raghunatha das Gosvāmī. Der hat so eine Entsagung wie Śrīla Raghunatha das Gosvāmī zu der früheren Zeit. So, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupāda sagt, mein Gurudev, Śrīla Guru-Kṛṣṇadāsa Kaviraja Maharaj, der hat so eine Entsagung, der ist komplett wie Raghunatha das Gosvāmī. Das ist deren Realisierung, die Entsagung ist total reflektiert worden im Guru-Kṛṣṇadāsa Kaviraja Maharaj. Now one Baba, false Baba, in Vrindavan or sadhus they call me Baba, not Maharaj. I am very sorry. Guru Maharaj used to call my Baba, not Maharaj. So there actually one Baba, false Baba. He want to come into competition with Guru-paramparā. Also in Vrindavan wollte einmal Babaji, der wollte eben jetzt aufzeigen, dass er mehr Entsagung hat wie Guru-Kṛṣṇadāsa Kaviraja Maharaj. So, der hat sich eine Hütte gebaut neben Guru-Kṛṣṇadāsa Kaviraja Maharaj. Und er wollte dort jetzt anfangen, mit ihm einen Wettstreit zu machen. Er wollte ihm aufzeigen, dass er mehr und mehr entsagt ist wie
hat dann sogar Wasser getrunken aus dem Totenkopfschädel und mit solchen lächerlichen Tätigkeiten wollte er aufsagen, dass er jetzt mehr entsagt ist. After some day, he again fall down, is doing all Garisha, all rubbish, and gone, finished. So you see, it's very important thing. So vital point is that asatsanga tag and satsanga, to accept satsanga is simultaneous. So, Satsanga aufzugeben und gleichzeitig Satsanga anzunehmen, ist auf einer Linie. Sonst kann ich ganz leicht ein Maya-vāṇī werden. So, satsanga tag was okay. At the same time, vital point is that if Mayavadi is speaking that I am more renounced than you. So, wenn jetzt der Mayavāṇī Sannyasi aufzeigt, er ist mehr entsagt wie andere, dann sagt Śrīla Prabhupāda und Bhakti Pragyan Keshav Goswami, okay, Mayavadis, die können aufzeigen, sie sind jetzt mehr entsagt. Aber das ist keine perfekte Entsagung, sondern mental haben die ganz viel Yoshitsanga. Yoshitsanga bedeutet Kamini, Kanchana, Padishta, also Kamini, Frauen, Geld, Ehre. Wenn man das will, das bedeutet Yoshitsanga. Deep meaning is that Yoshit means any object which is a matter of your enjoyment. Pratishtha is a matter of your topmost enjoyment. Even Kamini, Kanchan, all gone from your life. You don't like to touch money. Still the last kick you can get from Maya. Last kick. You can get last kick by Maya Devi, that is called Pratishtha. So Pratishtha, dass man Ehre sich erwartet von anderen, das ist die letzte Falle von Maya. Kanaka Kamini Pratishtha Bhakti. Kanak means wealth, riches. Kamini means woman. Pratishtha Bhagini, Pratishtha, position, rank. If totally gone from your life, even not smell is there in your life, then you are here. So, wenn die Dinge verlassen, nachher bist du wirklich ein Vaishnava. So, das ist die Position, wohin wir wollen. Aber wir müssen selber sehen, wo wir jetzt momentan sind. Wohin wir gehen, was für ein hohes Ziel wir haben. Then you can get some inspiration, provided you are getting satsanga. Satsanga, Guru Vaishnava. Also das musst du immer vor Augen halten. Und wichtig ist immer die Gemeinschaft von Sadhus. Kripa Sindhu Susampurna Sarva Sattva Apakaraha. Kripa Sindhu ist ein Ozean von Barmherzigkeit. Ocean of mercy, not any limit. Also da gibt es kein Limit. But that mercy, somebody you are developing some disease, somebody giving you treatment which cost thousands or maybe lakhs of rupees. But that is also mercy. But that mercy cannot be compared with the mercy shown by a pure Vaishnava. So ist ein Ozean der Barmherzigkeit. Susampurna ist komplett. Also er hat keine Unzufriedenheit in seinem Heit.
kein If unzufrieden. at all any dissatisfaction, if suppose Madhavendra Puri Maharaj, there is dissatisfaction with Madhavendra, he is crying, okay, he is crying. He is crying for Krishna. There cannot be any kind of dissatisfaction, self-content, satisfied, saturated soul. Kipa Sindhu is exhibiting Kipa for all, even demon he like to kill. See, the whole Supreme Lord. Also der Vaishnava, sein Herz ist so barmherzig, dass sogar für diejenigen betet, die was ihn töten wollen. Wie zum Beispiel Haridas Thakur, der was durchgepeitscht worden auf 22 Marktplätze von den muslimischen Regierenden. Aber Srila Haridas Thakur hat gesagt, oh, schütze, die wissen nicht, was sie machen. Prahlad Maharaj genau dasselbe. Er sagt, oh, die wissen nicht, was sie machen. We are always interested to understand what is my interest. I'm going to do this thing. What is the interest I can get? But Prahlad Maharaj speaking, na te vidu swarthagatim hi Vishnu. Swarthagatim means Swarthagatim bedeutet self-interest. Selbstinteresses. And the interest lying with the realms of their own. Na te vidu, te means bahuvachan. Na de vidu. They don't know that the Vishnu is the ultimate interest. Vishnu Bhakti is the ultimate, they don't know. Nate vidu swarthavatimi Vishnu. Dura sayage bahirarthamani. Dura saya, ashaya means hope inside your heart. You are fostering some hope. Maharaj, I can make a big building like palace. I can stay in third floor. Second floor I can arrange. This one kind of dream, fostering. Huh? Follow. Somebody like to marry. After marriage, he is in dream thinking my husband can do, the wife can do this. This one kind of dream. We are actually in dreamland. Also die meisten Leute in der Welt sind in einem Traumland. Die denken sich, oh, wenn sie heiraten, die Frau, der Mann, nachher wenn sie das machen und das machen. Das sind alles Träume. Also da ist immer eine gewisse Hoffnung in die Seelen in der Welt, in der materiellen Welt. Die wollen ihre ganze Energie in die externe Welt stecken und die suchen da irgendein Vergnügen. Aber ein inneres Interesse verfolgen sie nie. Also die meisten Leute sind nicht interessiert in das. Sarva Sattva Pakaraha. Sarva Sattva. Any object occupying some place in this material world has some sattva. Sattva means existence. Sattva. Sanskrit teacher is there, you can understand better than me. I am not learned. Sattva. Any object has some. So Sattva bedeutet Existenz. So, actually, Bahirarthamāṇī, they always like to find some interest external world. Now, Kipasindhu Susampurno Sarva Saptopukara. Even I know such a Vaishnava, they are doing bhajan like mad, externally, and sevak like to give prasadam. Gurudev speaking, you have given prasadam to them, trees and keepers, pointing out. You have given prasadam to them, you are giving to me? Like mad, speaking. Not mad.
Also Gurudev kann manchmal auf so einer hohen Stufe sein, also wenn ihm die Sevakas Prasadam geben wollen und sagt, habt ihr dort in die Bäume, dort in die Sträucher und die anderen Lebewesen, hast du denen Prasadam gegeben? Wenn sie jetzt mir Prasadam gibt, die Sevakas, ihre Diener, können das aber nicht verstehen. Sarva Sattva Pakaraha bedeutet, dass jede Seele in jeder Form, also in Jaiva Dharma sind ja die Stufen vom Bewusstsein aufgelistet, also als Anfangsstadien, es öffnet sich wie eine Blume des Bewusstseins. So Siddha Mahatma, das sehen überall in der Seele, Atmam Vasya Nidam Savam Yat Kinchit. Also das sind überall die Seelen gefasst in verschiedene materielle Hüllen. So wie die ganzen Sterne am Himmel sind, so sehen die den Funken, die Seele in jedem Lebewesen. Your body itself, one kind of Brahmanda. He is one kind of Brahmanda. You see, you cannot count. So der Körper ist selber wie ein ganzes Universum. According to biological science, I am speaking. If you have already gone through biology, you have already educated. Also, wenn er uns jetzt fragt, wie viele Körperzellen jetzt im Körper sind, kann man die zählen. Und in jeder Zelle sind wieder so viele Chromosomen, Plasma und so weiter. DNA, RNA, verschiedene Sachen. So der ganze Körper ist wie ein Universum. Also das sind Millionen von Seelen in deinem Körper. So, wenn du über das mehr und mehr nachdenkst, nachher kriegt man wirklich tieferes Verständnis. Man versteht. Any Jivatma, any form, a Vaishnava always try to render some, something for them, so that they can increase their consciousness. That is called actually kripa. That is called actual kripa. If you are going to give some kripa to some Jivatma, means actual kripa means you are going to help him to increase his concern. Maybe your wife, maybe your children, that's not. Otherwise, Guru no sasyat, Sajjano no sasyat, Pita no sasyat, Sajjanani no sasyat, Patim no sasyat, Daivam no tasyat, Namo chaitaya, samaveta mityam. He is not master. He is not Prabhu at all. Who cannot save me? My Gurudev is Prabhu. Prabhupada is Prabhu. Guru-paramparā Prabhu. My Shiksha Guru, Śrīla Bhakti Vijana Bharati is Prabhu. He can rescue me from my fall down. I was lucky to get his association. So, Śrīla Maharaj hat viel Gemeinschaft gehabt mit Śrīla Bhakti Vijana Bharati Gosvami. So, last of all, Sarva Sattva-karaka, nispriho, no desire at all. Also Nispriha bedeutet K. Bhakti Siddhi means Sarvatoha Siddhya is totally Siddha. Sarvatoha Siddha means Bhakti Siddhi. If Jog Siddhi is there, then you are not Sarvatoha Siddhi. So Sarvada Siddhi. Aber Siddha, das bedeutet, das ist nicht die yogische Perfektion, sondern das ist nur mit Bhakti möglich. Bhakti Siddha.
Yoga Siddha, Jnana Siddha, das ist nicht möglich da. That's Sarvata Siddha. Sarvada bedeutet, Sarvata Siddha, this word only is applicable for a pure Vaishnava. Sarvata Siddha. Sarvo Sattva Bhokaro Sarvata Siddha. Or Sarvo Sansaya Sanscheta. Any doubt I have in my life, Gurudev can cut. But one point, Jiva Goswami Maharaj giving warning. Sabde Parecha Nisnatam. This slok, Jiva Goswami Maharaj giving some idea. Some nice idea. Shabde Paracha Nishnatam. Shabde bedeutet Ananta-param Kila Sabda-shastram. All Script, alle Schriften, authentischen Schriften. So, my Gurudev ist komplett, der kennt die Schriften alle. Wirklich innerlich. We have to see. Para-Brahmani, Krishna. So, be careful. You should have a strong love. Seva mood. Also Seva, die Stimmung des Seva, des Dienstes ist das Wichtigste. Also was kann dir Gurudev geben? Das ist die Stimmung von Seva. Śrīla Bhakti Vijana Gosvami, der bringt Seva in mein Herz, die Stimmung von Seva in das Herz, wenn du wirklich hingeben bist zu ihm. Also du kannst ja auch vor solche großen Vaishnavas sein, aber wenn du Apparatsvergehen begehst, obwohl sie Ozean der Barmherzigkeit sein, können sie dir dann auch nicht helfen. Also das Beispiel ist Ramchandra. So, Ramchandra. So, der hat kein... Der hat keinen Fortschritt gemacht. Gurudev hat zu ihm gesagt, hey, verschwind, verschwind. Er hat seinen Gurudev einfach nicht verstanden. So, du kannst jetzt vor so einer großen Seele sein wie Madhavendra Puri. So im Gaudiya Bhajan sagen wir sogar, es ist der Hauptpillar. Aber Ishvara Puribhat auf der anderen Seite, der hat komplette Kripa gekriegt. Der hat alles gereinigt von den Urin und so weiter. So ist Urin oder Kot von Vaishnavas Aprakita. Also das kannst du nicht verstehen. Wir sehen das als materieller, das ist aber komplett spirituell. Rishabdev ist geschrieben, dass wenn der uriniert hat oder sein Kot hat jetzt wie Chandan gerochen. Also wir lachen über das, aber es ist Wirklichkeit. So viele können das nicht verdauen oder verkraften, dass diejenigen, die was Guru und Vaishnava dienen, näher, so mehr als 80-90% machen Vergehen und fallen runter, weil sie auch
materielles Verständnis kriegen. Pure Guru Vaishnava Seva. That is only way, the topmost way, to go down very quickly. That is called Guru Vaishnava, both same. Same thing. Guru Vaishnava Seva So, um ganz schnell jetzt runterzufallen, Seva can take you down. dann mach Guru Seva von nah, also wirklich persönlichen Dienst, kannst du ganz leicht runterfallen. Wir kennen die auf der anderen Seite, du kannst ganz hoch steigen, nach Goloka Vrindavan. Du kannst dein Bewusstsein so erhöhen, aber du kannst ja, wenn du einen Fehler machst, ganz, ganz tief fallen. That's why getting all the treasure, Gurudev had transferred to Śrīla. So, wenn du all die transzendentale Stimmung, Krishna Bhakti, Krishna Gun Sakali Sanjay, zu einem Devotee, in einem Bhakta, da können alle Qualitäten von Krishna in sein Herz kommen. Genau das ist gleich. Guru Bhakta, Guru Sakali Sanjay. So, das Gleiche ist mit Guru. So, Guru Bhakti, Guru Gun, Sakali Sanjay. Dieselben Qualitäten vom Guru können auch in die kommen. Evam. So, wenn du wirklich mit Mama da mit so starker Anziehung Guru und Vaishnava dienst, dann kannst du ganz, ganz schnell aufsteigen. So diejenigen, was Śrīla Bhaktivinoda folgen, if I am going to follow Bhaktivinoda, then amnāya-vāṇī. If I am not going to follow Bhaktivinoda, there is two Dhara. So ist A Bhaktivinoda und Bhaktivinoda. Also eine ist von Maya und eine ist wirklich spirituell. There is two ways. One is Bhaktivinoda. Bhaktivinoda, if you follow, then you can get the chance to discuss this point, amnāya-vāṇī. Anaya, by her, Krishna was served perfectly, to the point, excellent. Anaya-vāṇī. So bei ihr, Krishna ist perfekt gedient worden. Aber wenn du A Bhaktivinoda befolgst, nachher kannst du das Gefühl kriegen, Miyate anyate iti maya. So das ist das Gegenteil. So, es ist ganz, ganz viel zum Sagen. Aber die Zeit ist immer ganz kurz in unserem Leben. So, heute haben wir die Möglichkeit, jetzt hat er ein bisschen einen Hintergrund gemacht über die Qualitäten von Śrīla Bhakti Vijana Bharati Gosvami Maharaj. Ansonsten kann man die Persönlichkeit nicht verstehen. Śrīla Bhakti Madhav Gosvami Maharaj, der hat so viele Male gesagt, dass Narottam Brahmachari ist der ideale Brahmachari. In dem Alter von Bhakti Gosvami Maharaj, Bhagavad Maharaj, but Madhav Gosvami Maharaj very often he used to speak this thing. Like Narottama Brahmachari is the ideal Brahmachari. You can expect
Also alle siddhantische Schlussfolgerungen, die sind ganz, ganz leicht geklärt worden von ihm. Er hat so eine große Kapazität gehabt, ganz geniale Persönlichkeit. So, was kann man über ihn sagen? In der ganzen Gesellschaft von Chaitanya Gaudimat war er genial. Er kann 50 Jahre zurück sich an alles erinnern. Zu der Zeit war er dort und hat den getroffen und da. Er hat das alles in Erinnerung. Er kann über das alles sprechen, 50 Jahre zurück. Ja. Vital point is that we must learn Bhagavad Dharma Vijnana. So, Bhagavad Dharma Vijnana, das ist das, was wir zum Lernen haben. Das kann man von so einem spirituellen Lehrer lernen. We must learn Bhagavad Dharma Vijnana, how to serve Gurudev. So wie man wirklich Gurudev dient. Das ist ein Ideal. Also wir können sehen, was er gemacht hat und wie er seinem Gurudev dient hat. Very important sloka. You should remember all the time. Follow. Tatra Bhagavad Dharma. Amayaya anuvritva jai tused atma atmado hari. Atma atmado hari. What do you mean by that? Even if you are making MA in Sanskrit, still it is impossible. Follow. Also auch wenn du jetzt Sanskrit lernst, da kannst du das auch nicht verstehen. Du musst auf den Level kommen von einer realisierten Seele. Atmadomini, Atma, Atmadohari, it means Viswanatha Buddha speaking, Krishna, Deho Dehi, there is no difference. Krishna's total body is Atma. Krishna can do anything, any seva with any limb, anga. Krishna can do. So, total conception is that Gurudev, Bhagavad Tattvavid Gurudev. So, Bhagavad Tattvavid Gurudev, der kann dir Krishna geben. Wenn du Guru und Vaishnava genau folgst und es wirklich verdaust, nachher kann dir Gurudev Krishna se tomar, Krishna dite bar, kann er dir Krishna geben. In Goloka Vrindavan. You are in material platform, you cannot realize this is not. So at least Gurudev can give you Vigraha, deity. They also Krishna. So Gurudev, was gibt er da? Er gibt da die Deity, Radha und Krishna, Mahaprabhu. In Chaitanya Charitamrita we learn this thing from Guru Varga. So in Chaitanya Charitamrita dort lernen wir das. Vigraha Anatomina Shakshat Prachandananda. Also es ist nicht der Deity, das ist Krishna. Also du sagst, dass du dich nicht bewegen kannst, aber wenn du sprechen kannst, dann kannst du dich ja bewegen. Weil deity moving, we never heard. Deity speaking, then deity can go. You have to go. Then Krishna defeated. Krishna said, well, you have to give me 1 kg, 1 kilo rice you have to cook daily. Don't move behind. You can only hear the leg ring. No. Fire. Only sound you can
Understand that I am moving behind you. Don't look back. If you look back, I can stay there. You cannot move me. So, Krishna giving this. So, Vigraha now to be Sakshat Brajandananda. Strong belief. You should grow inside your life. That is not deity. It's just Krishna. Prabhupada giving this kind of Siddhanta. That day you can realize. So Śrīla Prabhupāda spricht da über das Siddhanta, dass die Deity eben wirklich Sakshat Hari ist, also die Persönlichkeit Gottes selber, Krishna selber. That day you can realize. That day you can feel, that day you can see your Gurudev inside Gauranga. Shakshar Haritana Samsara. That is the final, topmost success in your life. Also, dass du wirklich Gurudev selber you can get everything. Follow. So you will have to als Krishna siehst, nachher kannst du alle Realisationen kriegen. So, immer und immer wieder musst du die Harikatha hören und verkraften. Also das ist wiederholt, soll man die Harikatha immer wieder hören. Krishna sagt vom Uddhava, keeping representative in this material. Uddhava like, Prabhu, I cannot stay without you. You will have to take me with. If you love me, you love me. Yes. Uddhava wollte mit Krishna mitgeben. If you love me, you will have to carry out. So, aber Krishna sagt, wenn du mich wirklich gern hast oder liebst, nachher musst du in der Welt bleiben als der spirituelle Lehrer. So, wer kann schon das Ganze weitergeben und lernen? Hanuman genauso hat zu Ramchandra gebeten, oh, nimm mich mit in Kimpurasha Varsha. Aber nachher hat er eben auch da bleiben müssen, um die Dinge weiterzugeben und zu lernen. So, reine Acharyas, die sind heute momentan auch ganz, ganz selten. So, Krishna sagt zum Uddhava, Maharaj, Tattva Bhagavatarama. Also das Bhagavad Tattva Vijana, das musst du lernen vom Guru Atma Devata. Also das, wenn du wirklich eins bist mit Gurudev. Der Gurudev ist der Seele. Krishna se tomar, Krishna dite para. So, Krishna ist sein, er kann Daida Pacha. Also ich renne hinter dir, dass du mir wirklich das geben kannst. Ich bin nur ein Bettler. Krishna se tomar bedeutet dasselbe wie Sakshat Sadarita. Kintu Prabhoya Priyavatasya. So Krishna, der sagt jetzt zum Uddhava den Ratschlag, dass du das Bhagavad Tattva lernst und nachher vertauscht durch Seva, durch Dienst zu Gurudev. Krishna hat es selber auch gesagt, wie er seinem Gurudev gedient hat, Sandipani Muni. So Sandipani Muni hat Krishna dann die Segnung gegeben, dass er sich an alles erinnern kann in die Vedas. So, das ist dann die Segnung von Sandipani Muni gewesen. So, Sandipani Muni hat Krishna gesegnet, so ist es möglich, ja, alles ist möglich.
In Bhakti alles ist möglich. You are criticizing Durvasa Muni. Oh, so angry attitude. Wir kritisieren Durvasa Muni, oh, er ist so ärgerlich. It's just like Durvasa, angry man. Aber und wenn wir dann eine normale Person sehen, dann denkt man, oh, der ist wie Durvasa. Was ist Ärger wirklich, oder? But you are criticizing, but you don't know the tattva of Durvasa Muni. So das Tattva von Durvasa Muni kennen wir aber nicht wirklich. Da ist ein geheimes Tattva dahinter. Er ist Mahadev, Only you see that he is angry. Okay? ein Teil von Shiva selber. He is expressing this kind of, attitude. But how it is possible that Durvasa Muni blessing Radharani? So, und deswegen hat Durvasa Muni Segen und Leben für die Radharani, zu Radharani. So, für Krishna ist es möglich von Sandipani Muni und Radharani von Durvasa. This is Bhakti field. Achintya Vedavek Tattva Vijana. I can discuss long period, long time. What Matacharya speaking, what Nimbarkacharya speaking, what Ramanujacharya speaking, follow. To realize. And ultimately, what do you mean by Achintya Vedavek Tattva Vijana? That is also a point, because it's the blessings of Chaitanya Mahaprabhu. Also was ist dann das Achintya Vedavek Tattva? If you find that Jiva Goswami was going to establish a nice Siddhanta, whereas Ramanujacharya was already setting one Siddhanta, Jiva Goswami is saying, Jiva Goswami was setting another Siddhanta. That you cannot speak this way, that Jiva Goswami was going to violate Ramanujacharya. So, da gibt es auch verschiedene Auffassungen von Jiva Goswami und Ramanujacharya. So, das kann nur harmonisiert werden von höheren Vaishnavas. Die gebundenen Seelen können das Siddhanta nicht verstehen. Ramanujacharya gibt vielleicht die Schlussfolgerung, aber Jiva Goswami gibt auch andere. So, das kann man nur harmonisieren in wirklich höherer Gemeinschaft mit etablierten Vaishnavas, die was die Schlussfolgerungen verstehen. So Bhagavad Tattva Vijana, das kannst du von verschiedenen, das ist so wie ein Edelstein, den kannst du von verschiedenen Sichtweisen anschauen. So, es gibt 18 verschiedene Kommentare zum Śrīmad Bhagavatam, aber alle sind authentisch. So, Madhavacharya, Ramanujacharya, Vallabhacharya. This is the only solution. If I keep one diamond here in middle, so, der Diamant, der reflektiert sich jetzt. What is the color? They can say green color coming. Also das sieht man das von der. You can say blue color coming. Blue, say green. Sieht er das von. Speaking, no yellow. I see. Everything okay? Everything okay? Nobody is speaking light. A diamond, due to refraction of light from different angle, you can see different. Also das verschieden reflektiert. Du fragst jetzt die Person, die sieht das von der Seite, die Person sieht das von der Seite, die Person sieht das von der Seite. So, das hat eben dann verschiedene Aussagen und dem kann nur einer von einer höheren Stufe harmonisieren. Alle. Die unteren, auf der unteren Stufe, die streiten oder die verstehen das, die verstehen sich falsch. This way different Acharya speaking. All they are perfect. All they are speaking. According to their own position, they are speaking the truth. Same absolute truth, they are looking this way, that way. But Chaitanya Mahaprabhu, Supreme Lord, so, wo jetzt die Acharyas davor kommen sind, die haben das alles von einer verschiedenen Sichtweise gesehen. Alles ist richtig, aber Chaitanya Mahaprabhu hat dann alles harmonisiert und wirklich zusammengefügt.
Das ist die Achintya-Bheda-Bheda-Philosophie. So das Shakti-Tattva, das hat er von Ramanujacharya. Zum Beispiel. So, Chaitanya Mahaprabhu harmonisiert das alles, Śrīla Bhakti Vijana Bharati Gosvami Maharaj. Wir sehen, wie auf was für verschiedene Art und Weise Guru und Vaishnavas gedient hat. Und jede Frage, was sie ihm gestellt haben, hat er Antwort geben können. Shabde Parajanishnatam. I was going to explain, but not totally done. One vital point, Jiva Goswami was speaking. So, da hat er jetzt einen Punkt vergessen. Jiva Goswami sagt, wenn der Gurudev nicht wirklich Shabde Parajanishnatam ist. So, der muss wirklich reine Bhakti haben, der Guru. Vielleicht gibt es einen, der was... Jiva Goswami, be careful about that. Jiva Goswami giving one warning. Be careful about that. Also Jiva Goswami, der warnt uns auf einen Punkt, wenn der Gurudev nicht so gelehrt ist in die Schriften, aber er doch irgendwie auf eine andere Art und Weise immer das richtige Siddhanta in seine Worte verfassen kann, da muss man immer aufpassen, weil der hat das voll verstanden innerlich, kann vielleicht das nicht so von den Shastras erklären, von den Schriften. It is possible for Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, because he is eternal person of Gauranga Mahaprabhu. Gokishan Bhajman is also eternal person of Gauranga. They are eternal person of Radha Govinda. Prabhupada can find everything. So, Śrīla Prabhupāda, der kann alle Antworten kriegen von Śrīla Kṛṣṇadāsa das Gosvāmī. Da ist nichts offen für ihn. So, er hat uns schon einmal gesagt, wenn immer Śrīla Bhaktisiddhanta auf sein Bhaktivinoda Ṭhākura geschaut hat, dort hat er Radharani selber gesehen. Prabhupada hat selber gesagt, er hat den klaren Darshan von Radharani. So geht's rauf, versucht auf den Level zu kommen. Śrīla Bhakti Vijana Bharati Gosvami Maharaj ist so wie so ein Meilenstein. Sein Gurudev hat selber gesagt, wenn er von der Welt weggeht, dann irgendein Problem ist, nachher geh und frag Śrīla Bhakti Vijana Bharati Gosvami Maharaj. Da kann er dort weiterhelfen. So, Bharati Maharaj hat das Herz realisiert von Bhakti Brahmapuri Goswami. Also sein Guru-Seva, der ist mit seinem Körper, Geist und Intelligenz hat er die ganze Zeit seinem Gurudev dient. Ohne Rast. Śrīla Bhakti Vijana Bharati Gosvami Maharaj, der hat ganz ohne Pause seinem Gurudev dient. So
wenn du so Persönlichkeit folgen kannst, dann kannst du selber Erfolg haben. I am bound to confess that by the order of Guru Vaishnava I was bound to write so much protest note. Und er hat Protest note, regarding different Siddhanta this that. And whenever I write anything, er hat ihm viele Schriften, Protestnoten geschrieben. I am reading, you just hear. I hear it and dancing. Von über gewisse Siddhantas. Und Śrīla Bhakti Vijana Bharati Gosvami Maharaj hat da ist immer hingegangen und hat gefragt, ob das in Ordnung ist. Und er hat gesagt, ja, das ist super, das ist perfekt. Der Siddhanta ist komplett richtig. So, nur Śrīla Bhakti Vijana Bharati Gosvami Maharaj. Also, wo er die Protestnoten geschrieben hat, dann ist er immer zum Śrīla Bhakti Vijana Bharati Gosvami Maharaj gegangen. Da ist Bhakti Pramod Vani Vaibhav. So, Guru Maharaj hat viele Artikel geschrieben und er wollte es aufteilen in Sambandha, Videya und Prayojan. Sambandha, Avidya, Prayojan. Follow. My Guru Maharaj writing so many articles. I collect some so that I can make a nice book. So, er wollte es zusammenstellen und ein Buch verfassen. Aber dann hat er alles verstehen müssen, was für Artikel es jetzt hat mit Sambandha zu tun, was für Artikel hat mit Abhideya zu tun, was für Artikel hat mit Prayojan zu tun. So, dann hat er Schluss, am Ende hat er einen Zweifel gehabt. So zu der Zeit sind sie dann alle nur ganz einfach, ohne dass sie irgendwie vor der Tür warten haben müssen, haben sie ganz einfach ins Zimmer gehen können vom Bharati Maharaj, weil er zu der Zeit noch keine Schüler gehabt hat. Und nachher hat er gefragt und er hat gesagt, das ist alles okay. So, Bhakti Pramod Vani Vaibhav hat er dann das Buch verfasst. Und nur Śrīla Bhakti Vijana Bharati Gosvami Maharaj. Narayan Maharaj was there in charge of Caitanya-vāṇī Maharaj, senior devotee. They are all senior. They give me order to write some protest note against it. It's not Siddhanta. You will have to write. By the blessing of Guru Vaishnava, he was bound to write. Finally, published. Only Bharati Maharaj, somebody criticizing me. Somebody not doing bhajan, he is only writing this way. What problem he can do and do bhajan? Also manche haben ihn dann kritisiert, Shambhava, der schreibt nur solche Artikel, aber macht selber nie Bhajan. Aber Bharati Gosvami Maharaj hat ihn niemals so kritisiert, sondern er hat ihm enthusiastische Energie gegeben. Er sagt, das im Vyasasan, also das mal am Govardhan, lange Zeit her war das. Śrīla Bhakti Bharati Maharaj hat gesagt, es ist die Aufgabe von einem Acharya. So, das ist die Aufgabe von einem großen Acharya, sowas zu machen. Und Bharati Gosvami Maharaj hat gesagt, vor alle Leute, in Prabhupada's birthplace, Chaitanya Puri. I was not there. Also zu der Zeit that Maharaj openly announced, Maharaj, Sambhava published some protest note, you must go through that protest note. So, die Protestnoten, die was er geschrieben hat, der Śrīla Bhakti Vijana Bharati Gosvami hat gesagt, lest die Dinge, dann kannst du was lernen. Aber andere haben gesagt, na, macht es nicht, dann kannst du runterfallen. Aber was bedeutet Bhakti?
Otherwise, how Bharati Maharaj speaking this way? Prabhupada speaking, if your Guru Vaishnava is insulted by somebody, if your Guru Vaishnava is insulted by somebody, it is your duty to give answer. Otherwise, you are going to lose. So, wenn dein Guru Varga kritisiert wird, nachher ist es deine Aufgabe, über das zu schreiben und ärgerlich zu werden. So, wenn du nicht ärgerlich wärst, wenn jetzt jemand irgendwas gegen Guru und Vaishnava schreibt oder sagt, nachher kannst du so ärgerlich werden, du kannst sprechen. So sieht der Devi genauso. Der hat gesagt dann zu ihrem Vater, wo Daksha Shiva kritisiert hat, und hat sie gesagt, oh was, du bist nicht mein Vater. Wenn du so sprichst, was, vergiss das. So, wenn du nicht ärgerlich wärst, wenn der Guru und Vaishnava nicht respektiert werden, nachher hat man selber kein Bhakti. Śrīla Narottam das Ṭhākura schreibt ein Kirtan, wie du deinen Ärger verwenden kannst, dann verwendest du gegen denjenigen, der was gegen Guru und Vaishnava sagt. I like to express asakti in Dham. I like to express my desire to stay with Guru Vaishnava and hear Harikatha. Also das Verlangen, das setzt man ein, um von Harikatha zu hören und sich mit Guru und Vaishnava zu treffen. Follow same angry attitude. If you are going to apply negatively, then you are going to fall down. Not the one who was in Kirtan speaking, all right application of Kama, Krodha. Follow. In the life of Bhakti Vijana Bharati Maharaj, so in dem Leben von Śrīla Bhakti Vijana Bharati Gosvami hat man gesehen, oder er hat ja niemals gesehen, dass er irgendwie damals oder ein Rajas Guna war. Also ganz fleckenloses Leben hat er, glaube ich. Also der war komplett fleckenlos. Keiner kann irgendeinen Fehler finden, irgendeinen Fleck bei Bhakti Vijana Bharati Gosvami. So nice. Maharaj used to say, actually I was in Sautapantha. That's why you can get so much Tattva Siddhanta from me. You think I have gone through so many books. So, Śrīla Shyamdas Prabhupada oder Bhakti Vijana Bharati Gosvami, der hat nicht so viele Bücher studiert. Der war immer ein Schrauter Banta, der hat immer gehört von Guru und Vaishnava. Only I hear from Guru Vaishnava. Sautapantha. I have, by the mercy of Guru Vaishnava, I have so much capacity to catch. What Siddhanta I heard 50 years back from Bhakti Gosvami Maharaj. What Siddhanta I heard from Bhakti Vijana Gosvami Maharaj, I can remember. So, hat sich an alle Siddhanta, alle Schlussfolgerungen erinnern können, Śrīla Bhakti Vijana Bharati Gosvami, was sogar 50 Jahre her war. Er ist so ein Ozean von Wissen. Aber einer kann dann sagen, wenn er ihn sprechen hat, dass der so viele Bücher studiert hat. Aber er sagt, er hat es nie getan. Er hat immer noch Gurudev gedient. So, er war immer unterwegs in seinem Dienst von Gurudev. Er hat immer gesagt, sei Gurudev, geh dorthin, geh dorthin, geh dorthin. So anywhere, Fatima was saying, anywhere. Also
I told you, you can remember. And the patience. Und auch die Geduld, was er aufgezeigt hat. So eine Geduld hat man niemals gesehen. Never expressed grief. Never. He was tortured. He was tortured by some group. Heavily. Heavily. I don't like to speak about it. It is all game, one kind of living. But still, Bharati Maharaj is not expressing any action. Also, Śrīla Bhakti Vijana Bharati Gosvami war niemals ärgerlich. His room was locked. He is staying outside with wet clothes, not giving any protesting. Aber wenn er ganz war einmal sein Zimmer abgesperrt, obwohl er in der nassen Kleidung außen gestanden ist, weil er gerade ein Bad genommen hat. So, wenn du wirklich so ein Guru Vaishnava Diener wärst, dann kannst du auch solche Qualitäten aufzeigen. There is one big camp. There is where? In Kumbh Mela. There is Allahabad. So in Allahabad auf der Kumbh Mela. And there was one nice camp by by whom? Our Gaudiya. Bhakti Vijana Gosvami. My Guru is also there. So Gaudiya Math war dort auf der Kumbh Mela. They got information, the authority got information. Authority means some bondage soul of the management. Authority means bondage soul some. They got letter from whom? Bhakti Vijana. Bhakti Vijana. Jajava. I am coming for 3 days there. And he is born. So Jajava Maharaj hat geschrieben, er kommt jetzt in 3 Tagen. Und derjenige, was jetzt die Aufsicht gehabt hat, der hat ihm erklärt, dass jetzt in so kurzfristig ist kein Platz mehr dort, wo man die aufnehmen können. Und Bharati Maharaj hat das gehört. Was ist das Problem? Jajava Maharaj. So, there's problem, there's no space. Maharaj laughing. Keep quiet. I have my place. You give me, allow me one place to sleep. You allow, no? Yes, you have one. That place I can give to my Guru. He is also my Guru. We are lucky that Maharaj coming here to bless us. You become hungry. Maharaj coming late. Eh? So what? So, dann hat Bharati Gosvami Maharaj sofort sein Bett hergegeben und war so gefreut, oh, was haben wir da jetzt für einen Benefit, wenn Jajava Maharaj kommt. So, er hat ihm seinen Platz gegeben, ganz leicht. Und einfach, Maharaj kommt dort zu dem. Also ich bin dein Diener, wenn irgendein Problem ist, dann sag's mir. Also Śrīla Bhakti Vijana Bharati war so eine Persönlichkeit. So time cannot permit. I like to get some blessings from Maharaj. So that he can bless me, I can stay in Bhajan line. Also er fragt für die Seelen. Er fragt für die Segnungen von Śrīla Bhakti Vijana Bharati Gosvami. Your binocular is there. What's about me all the time? So I am saved. My Guru was giving me chance to speak Harikatha, realize is there. So this way, Bhakti Vijana Bharati Maharaj, my Guru Varga, Sikha Guru, always giving me chance. Hey, now Sambhava can speak. But nobody in Chaitanya ever speaks. Sambhava can. Bharati Maharaj. So, Bharati Maharaj hat immer gesagt, der Shyamdas Babaji Maharaj soll sprechen. Aber jetzt in der Chaitanya Maharaj sagt keiner das. But still I cannot make up time regarding prasadam and staying. You know that's why everybody become disgusted. But Bharati Maharaj went fine. I come in Jalandhar.
Hamara Babaji Maharaj aa gaya. Hamara Baba aa gaya. Very happy. You become very happy. So, Bharati Gosvami Maharaj ist immer so glücklich gewesen, wenn er Babaji Maharaj gesehen hat. So, er fragt halt auch für die Segnungen von. Er kann so viele Sachen sprechen, aber die Zeit ist jetzt auch beim Ablaufen und mancher Kalpaduru ist Chakra. Any question if you have, you can put. No question. Maharaj, you're saying that either you can go up or you can go down. If you That road is very slippery, slippy. So, die Frage, Gaudiya Bhajan, da kannst du ganz leicht runterfallen oder aufgehen. why is it we see sometimes people are very offensive and they're holding big positions and seem to be going up? How is it? Because same thing, you have to find answer for my Harikatha. You have to find answer. I told you, everything depends upon your satsanga and asatsanga. Not that, be careful, not that I am acting as acharya, so I am doing satsanga, I can give lecture, not that. Follow my point. That is not evidence. Also der Beweis ist nicht, wenn jetzt einer in einer großen Position ist. So, auch wenn man großer Acharya ist, kannst du auch in Asatsanga sein. Also das ist keine Garantie. He cannot give any guarantee that I cannot fall down. Follow me. There's no guarantee. What I mean to say, if I explain big Harikatha, Advaita Tattva, what do you mean by Advaita? What do you mean? So, was ist Advaita Tattva? So, als Acharya kannst du nicht handeln ohne Advaita Tattva. Das bedeutet, dass du überall, wo du hinschaust, siehst du überall Krishna. Also du siehst alles in Beziehung zu Krishna. Dann ist alles möglich. You have to find answer through Harikatha. I give answer, everything. So why this is? On time they are going. No. How possible? Because they don't understand scientific answer of this satsanga or satsanga. So, das ist der Zwischenpunkt zwischen Satsanga und Asatsanga. Es schaut gleich aus nach außen hin. Aber wenn du das realisierst, das geht nur bei der Barmherzigkeit von Guru und Vaishnava. He is 50% advanced, he is 80%. You can realize everything if you are doing bhajan. Try to do nam bhajan. Pure place, you make one nice place. Fix. Also Nam Bhajan ist ganz, ganz wichtig. Hare Krishna, Harinam. Each Harinam, clear pronunciation. Also klar aussprechen, jeden heiligen Namen. And there is one Krishna mantra. I cannot speak in front. Sanātana Gosvami doing Puraschara. Puraschara you need not do. That was separate case. Somebody put in question and give answer. Sanātana Gosvami said it, that would be a different thing. Krishna mantra. Don't try to do Krishna mantra. If your heart is dirty, if you are going to do Krishna mantra, then you can get all dirty things. Because you have some material desire, you can get it fulfilled. You have to do Harinam. When I was in Barshana, sometime in Nandargam, sometime Barshana, sometime Surya, they make Gokul. In Barshana, I've been there. One devotee of Śrīla Bhakti Vijana Gosvami Maharaj. So, er war mal in Varshana, da war Devotee vom Bhakti von dem Maharaj. Der Devotee war von Ganjam District, vom selben Platz wie Bhakti Pramod Puri Goswami.
Er hat Harikanam chanted in der Nacht. Now 12 o'clock he get up and get clean and do Harinam. Also der chantet von 12 Uhr in der Nacht, ganz laut. If you feel disturbance, then don't stay in this temple. You go away. Better. You can make offense. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Radhe. Yes. Hare Krishna. One Harinam and after loudly. Also der in einer Nacht hat er chanted und er hat dann seinen Körper verlassen. Went to home and every day, night time. So in der Nacht hat er immer laut chanted, Hare Krishna und Radhe. I never think he is my Shishya Varga. I think he is my Guru Varga. I never think he is my Shishya Varga. So er hat sich auch gedacht, das ist wirklich ein Lehrer für ihn, wo er das gesehen hat. That Maharaj speaking heavily. So what to do? I am bound to speak that way. If you think I am not Vaishnava, also it is a positive point for me. I can set my time also. Okay. No. One second,